Freunde, ich bin im Auto auf dem Parkplatz von Session Music in Frankfurt auf der Hanauer Landstraße. Und ich bin hier, weil hier Guitar Days sind. Ein Event, von dem ich in der Tat über das Internet erfahren habe, aber nicht über Session selbst, sondern weil gestern ein paar Partner gepostet haben, dass sie hier vor Ort sind. Also in dem Fall habe ich den ersten Tag ein bisschen verpasst. Aber nichtsdestotrotz wollte ich trotzdem mal vorbeischauen. Und für alle, die noch nicht hier waren, das ist hier Parkplatz und ungefähr 500 Meter da die Straße hoch ist dann Guitar Point. Ihr habt also the best of both worlds, neue und auf der anderen Straßenseite alte Gitarren auf der Hanauer Landstraße. Aber jetzt gucken wir mal in Session rein und checken mal, was Guitar Days sind. Der gute alte Hof, dem einen oder anderen bekannt, und der legendäre Eingang, wo früher noch Musikschmidt drüber stand. Und da oben seht ihr schon die Custom Shop Abteilung. Ich erinnere mich genau an den Tag, als ich hier lang ging und oben hing keine Gitarre mehr. Dafür stand eine Leiter drin und ein Loch am Dach. Legendary. So, wir gehen mal rein und weil wir nett sind, fragen wir erstmal, ob wir filmen dürfen. Guck mal, wenn ich hier habe, sofort reingekommen, der David, und guck mal, was der David dabei hat. Wir kennen das alle noch, das Schätzchen. Da habe ich nämlich ein Video zugemacht. Warte mal, ich drehe mal um, dann kann ich es nämlich mal allen zeigen. Das ist quasi die Schwester meiner Silbernen. Genau. Oder der Bruder, ne? Wir bleiben bei Schwester. Ne? 20 Jahre haben wir auf dem Buckel jetzt, ne? Ja. Voll geil. David, wir gehen mal hoch und gucken mal, was abgeht. Du musst dir noch einen Tag abholen, das ist nämlich ganz wichtig hier. Genau. Beim Somsack vorne, wenn ihr was mit reinnehmt, immer hier Tag abholen. Morning. Morning. Morning, sir. How are you? I'm fine. I'm fine. It's okay? Mit was spielst du da? Super Amp. Das kostet 2099 € und ich habe den auf dem kleinen Kanal mit der 6 dB reduziert, also mit dem schwachen Input. Hammer. Und den Tubes kriegen wir vorne dran und der Amp steht auf 1 und selbst wenn du den ausmachst, der klingt so dermaßen gut. Und gestern habe ich damit angefangen auf 2, weil Olli Lohmann gesagt hat, ich soll laut machen. Großartiger Verstärker, aber die Gitarre da auch, die ist echt. Die ist vom Nick? Die ist vom Nick, ja. Sehr geil. Custom Shop und die ist mal wieder eine von diese grüne, die ist genauso gut wie die andere, die ich da nach der Summit hatte, mit der ich das Video gemacht habe. Und jetzt habe ich die mal auf Offen E, damit ich mal, weil ich brauche noch eine so SG-mäßig zum Sliden. Und die klingt so gut. Und Andreas, Insider, die sind Tune. Die ist in Tune. Ja. Ich gehe mal gerade über deinen Stand hier rüber. Was habt ihr denn alles da? Wir haben Tellys. Ja, Telly ist eine sehr gut klingende Lester. Diese Tobacco die hat einen Slim Taper Neck. Die klingt total gut. Erklär kurz, Slim Taper, 60er? Slim Taper 60er Neck, ja, der ist ein bisschen flacher. Die war nicht ganz offen.
klingt total gut. Richtig gut. Und es ist mir völlig wurscht, ob der Hals eigentlich für meine Pranken zu klein ist. Wenn die Gitarre sich gut anfühlt, ist das super. Ich habe ja noch aus jungen Jahren eine 84er Tobacco Sunburst Les Paul. Aber die sieht fast so aus wie die. Und die klingt auch nicht besser. Echt Ja. jetzt? Die gleichen Zutaten. Voll gut. Total gut. Einfach klasse. Da ist. Komm mal her. Hey. Ja, du hier, ich habe schon gesehen. Aufgrund deines Posts habe ich gesehen, dass hier was stattfindet. Ich habe es sonst überhaupt gar nicht mitgekriegt. Du. Hat sich gelohnt. Das ist Grüß ja dich. cool. Oliver, hi. Und läuft? Ja, und selbst? Du bist mal, ich muss dich draufnehmen, wenn ich darf. Okay, darfst mich draufnehmen. Bist du für die Marke hinter dir da? Ich bin für die Marke hier, Pauletti. Wollte ich gerade Also sagen. wir müssen uns drehen. Guck mal hier. Ja, hier. machen wir. Hier ist die schöne Wand. Mach mal, ich drehe mich hier und dann sehe ich dich. Ja, Da sind wir. Da ist die schöne Wand. aus schönem Kastanienholz geformt. Ja. Ja. Hier alles handmade, Italien. Ich hatte bereits ein oder zwei bei mir im Studio Aha. und war so verliebt. Eine Nancy oder? Nee, ich hatte die, wie heißt der Herr von Guns N' Roses? Der andere, nicht der mit dem Zylinder. Nicht der mit dem Zylinder. Ich schneide es gleich rein. Okay. Aber ich war so verknallt in die Gitarre, ich wollte sie nicht gehen lassen. Ehemaligst Izzy, aber jetzt der Neue. Ach, DJ Alban. Nee, auch nicht. Der ist auch schon wieder raus. In der Tat hat er früher für Nena gespielt, der Gitarrist. Aber ja, ich war so verknallt in die Gitarre und ich war echt super skeptisch aufgrund dieses Kastanien-Dings. Aber was willst du machen? Wenn die Gitarre gut klingt, klingt sie gut, ne? Absolut. So, Holger, jetzt bist du verdrahtet. Ich wollte dich nur fragen, solche Aktionen wie hier in Läden versus Guitar Summit versus Musikmesse, ich sag mal, die NAMM ist noch ein bisschen außen vor. Ist das die Zukunft? So zum Endkunden gehen? Ich denke schon, ja. Also man muss, ich glaube sogar viel, viel mehr noch in den Läden machen, dass die Leute wieder so die Basis zum Laden finden, auch zum Fachgespräch.
Ich glaube, man kann doch nicht alles übers Internet abdecken und natürlich ist es eine gute Plattform, aber man muss schon einen Vergleich haben und direkt die Gitarren, man muss ein bisschen an die Nachhaltigkeit denken. Ne? Also man muss die Gitarren nicht immer durch die Gegend schicken und hin und her. Man hat es halt vor Ort und kann direkt vergleichen. Ich finde, das ist schon noch hat schon noch einen großen Stellenwert. Also gerade bei einem Produkt wie dem, was du jetzt hier hast, mit Paoletti, ne? Ich meine, das sind Fässer, die ewig lang gelegen haben, beziehungsweise Holzbohlen. Warum muss man denen jetzt noch antun, dass die irgendwie dreimal von A nach B geschickt werden? Richtig. Ne? Und dann doch lieber hier. Ich muss auch sagen, was ich bei Paoletti festgestellt habe, es ist eben kein Massenprodukt. Es ist jede Gitarre anders. Das ist auch so, ja. Deshalb finde ich es jetzt total geil. Also zum Beispiel die blaue hätte mir auf der Internetseite hat sie mir gar nicht gefallen. Ja, und hier sehe ich sie dann, wie sie auf einmal wirkt. Ne? Und habe mal die Chance, sie halt wirklich anzuspielen. Der hat sehr viel mehr von einer Nuno N4 von Bosch Burn, als ich erst dachte. Stimmt, ja. vom Shaping. Also du bist zufrieden, wenn es sowas gibt hier? Ja, auf jeden Fall, weil der Kunde hat auch die Möglichkeit, wirklich hier ins Detail zu gehen. Er kann sich hier praktisch, jetzt gerade hier in dieser Session-Show finde ich es unheimlich toll. Er kann wirklich von die Auswahl genießen, er kann vergleichen, er kann verschiedene Amps auch noch antesten, die noch da sind. Das macht ja auch immer Spaß. Ne? Ja. Und wer kann das bieten? Ne? Also, ja, leider nicht mehr so viele. Nicht mehr so viele, ja. Super. Vielen, vielen Dank für dein Statement. Ja. Danke ich auch. Check gleich mal die blaue an und dann gucken wir weiter. Oder vielleicht die hier mit dem schönen Floch, die gechamberte. Oh, hätte ich mich beinahe drauf gesetzt. Ja. Weil hier ist der Custom Shop Raum. Ihr stellt aus? Wir stellen aus, auf jeden Fall. Aber im anderen Raum, Ja. weil wir sind gar nicht Gibson. Nee, wir sehen ja auch uns. Ach so. Ihr seid da hinten. Okay, super. Ne? Aber hinter uns hört ihr, Olli hält gerade Hof und erklärt ein bisschen was über Amps. Und ja, das ist das neue Custom Shop Reserve hier oben, Hammercool. wo ihr auch vertreten seid. Zufrieden? Mega. Wir sind total begeistert, wie Super Session das gemacht hat. Coole Custom-Shop-Räume mit allem, was man so braucht. Und klimatisiert. Das stimmt. Hammer. Während unten, wo das Glasdach ist, ist die Klima ausgefallen. Da ist so richtig, der Martelle sitzt unten und schwitzt sich einen ab. Jede volle Stunde ist Aufguss. Aber du, ich habe eben schon die Frage gestellt an die Kollegen. Guitar Summit, NAMM Show, Gitarrentage. Wie wichtig ist das hier versus die anderen? Ich denke, da das hier eine mehr oder weniger Eröffnung ist, für dieses Jahr auf jeden Fall wichtig. Rentiert sich auf jeden Fall, kommt vorbei. Hier gibt es cooles Zeug. Aber ich denke, Guitar Summit ist schon das Ding aktuell. Also, okay. Wie wichtig sind Veranstaltungen bei Händler allgemein für dich? Ich meine, es gibt nicht mehr so viele. Es gibt eine Hausmesse mal hier, es gibt vielleicht mal einen Flohmarkt da, aber es wird weniger, Händler werden weniger. Aber wie wichtig ist es für euch? Super wichtig. Wir zeigen gern Nase, wir wollen für euch da sein, dass ihr mal was anfassen könnt, dass wir euch beraten können. Es ist immer gut, außen zu sein, den Kontakt zu haben, positive Gespräche zu haben. Auch mal Nerd Talk, ne? Nerd Talk, ja. Man muss mal über die coolen Sachen reden. Genau. Jetzt wollte ich gerade fragen, ich weiß nicht, ob du es im Kopf hast, aber wie viele Händler hat Nick Huber in Deutschland oder vielleicht im Dachraum? Kannst du das aus dem Kopf sagen? In Deutschland haben wir aktiv 6 Händler, circa. Und weltweit 40. Also überschaubarer Rahmen. Session auf jeden Fall hier in der Gegend super wichtig. Wir sind super happy, dass wir hier oben in den coolen neuen Räumen vertreten sind. Super gut. Wir sind happy.
Ihr seid ja auch nur 20 Minuten die Autobahn runter, muss man dazu sagen. Es war früher, also ich kann das von meiner Geschichte aus sagen, es war dann so, ich habe Kunden zum Nick geschickt, die haben sich dann da die Specs ausgesucht und dann wurde entsprechend der Deal hier abgewickelt. Ich weiß nicht, wie es heutzutage läuft, aber natürlich ist die Nähe hier echt ein Vorteil für viele Nick-Huber-Kunden, dass ihr regional einfach vertreten seid. Ne? Super gut. Macht viel aus. Super. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß Danke, dir auch. und ich filme noch ein bisschen weiter. Vielen Dank. Manuel Kettnerin, ehemaliger Kollege bei, war es schon Session oder war es noch Musikschmidt? Ich glaube, es war schon Session. Es war ne? gerade der der Umbruch zu Session. Ja. Da stand, glaube ich, noch draußen Musikschmidt dran Ja. und dann kam Session rein. Exakt ein paar Monate später kam dann der Session-Schrift Ich zu. muss echt überlegen, wann war denn das? Das war, kann ich dir genau 2009? sagen, nee, 2010, November. Du hast mich eingestellt. Ja. Ein Bewerbungsgespräch, was ich niemals vergessen werde, weil Manuel mitten im Bewerbungsgespräch gesagt hat, jetzt lassen wir doch mal das scheiß Sie weg. Ich bin der Manuel. Hat sich nie einer vorher getraut, aber alles gut. Wir wussten gleich, wo wir dran waren. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Wir kamen nicht um dich rum später. Du bist dann gewechselt, jetzt muss ich überlegen, du bist direkt von hier, aber erstmal noch zu einem anderen Händler oder direkt Houston Kettner? Nee, also ich bin 2012 erstmal nach Waldorf in die Filiale rüber gewechselt. Ja, ja. Und war in Waldorf dann bis 2014 Juni. Weiß ich auch noch genau. Und danach habe ich erstmal die Branche verlassen für 2 Jahre, weil ich, darf man das sagen, die Schnauze voll hatte damals. Das kann man nachvollziehen. Ja, war ein bisschen unglücklich, sind ein paar Dinge gelaufen, die waren nicht so ganz so schön, aber ist Vergangenheit, ist Ja. schon lang der Käse drüber gewachsen. Nee, wie sagt man? Das ist Egal. nicht gut. Nee, ich habe dann erstmal die Branche verlassen für 2 Jahre und bin dann erst danach 2016 zu Houston Kettner gekommen. Okay, und da warst du weil ja ich auch ja- relativ lang. Ich war dort bis 2020. Krass. Wäre auch heute noch dort, wenn nicht damals die Firma leider sich von ein paar Stellen verabschieden musste. Umstrukturierung Ja. nennt man das dann. Da gab es ein paar Umstrukturierungen und ich war dann leider einer derjenigen, der nicht lang genug schon da war und musste dann meinen Stuhl räumen. Ja. Ja, hat mich ein bisschen genervt damals auch, aber gut, es ist wie es ist, du kommst nicht drum herum, letzten Endes es geht dann auch weiter. Ne? Ja. Du, ich habe auch den Verkauf Musikschmidt Session mitgemacht und ja, jetzt gibt es ja den nächsten und das macht uns zum doppelten Ex-Kollegen jetzt auch. Aber das Schöne ist ja, dass man doch immer wieder rumkommt und ich meine, du bist dann im Saarland ein bisschen geblieben und bist zum Blugi rüber so ein bisschen und dann zur Geva oder gab es noch einen dazwischen? Nee, ich bin von Houston Kettner dann erstmal zum Musikhaus Kierstein damals gegangen, habe dort einen Ja. Einkauf gemacht für die. Okay. Und ja, das war so die ganze Corona-Zeit mit Lockdown Herausfordernd. und drum und dran. Und die haben mir halt die Möglichkeit da auch gegeben, aus dem Homeoffice raus komplett zu arbeiten, wofür ich wirklich auch immer noch dankbar bin, dass das so wunderbar funktioniert hat bei denen. Und danach bin ich zur Geva, genau. Und das hat mir dann so ein bisschen den Rest gegeben, weshalb ich heute nicht mehr in der Branche arbeite. Okay, also du bist raus aus der Branche und am Ende, aber haben wir schon eben im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, hast du aber wieder die Liebe zur Musik entdeckt dadurch. Ja, genau. Das ist der Riesenvorteil, wenn man nicht mehr Teil der Branche oder Teil der vertriebstätigen Branche dann ist, Ja. gewinnt man einfach wieder mehr Zeit und hat auch wieder mehr Spaß, einfach Gitarre zu spielen. Und interessanterweise ist es so, der Thomas Blug und ich, wir sind uns ja bei Houston Kettner nie über den Weg gelaufen. Ja. Der Thomas war ja schon weg, Raus, bevor ich genau. überhaupt kam. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich bei Houston Kettner eingetreten bin in die Firma, habe ich erst einen Kontakt mit Thomas geknüpft. Ah, witzig. Und seitdem sind wir wirklich super gut Close. miteinander. Ja. Und, Du warst ja auch schon in seinem Podcast. ja, schon zigmal bei Academy of Tone und so Ja. auch dabei. Und Thomas ist einfach ein klasse Typ. Das steht noch aus, Thomas. Ich habe ein Thema, du weißt das, ich möchte dahin. Ja, Ich kann auch Englisch. ja, das ist Voraussetzung. Genau. Ja, aber wie gesagt, die Verbindung dann mit dem Thomas und die ist Gold wert. Thomas ist so ein toller Mensch und ich schätze den Thomas als
Nicht nur als Mensch, auch als Musiker und Ja. vor allem auch hinter dem, was er steht mit seiner Firma. Ich finde es das großartig, dass er da viel Entwicklungsarbeit leistet und versucht, neue Dinge dann auch auf den Weg zu bringen. Ne? Ja, es hat ihn auch nicht, war nicht alles Zucker in den letzten Jahren für ihn, ja, aber AmpX kommt. Ganz sicher, ja, definitiv. Und ja, Ich habe auch schon mal gespielt und gehört. Also ich kenne das Potenzial, was die Kiste. Aber das ist auch schon, lass mich kurz überlegen, das dürfte jetzt auch schon 1,5 Jahre wieder her sein. geil. Und der Schritt von vor 1,5 Jahren zu jetzt, da ist nochmal was passiert. Ein Produkt, was es noch nicht gibt, was aber sich trotzdem weiterentwickelt. Die längste Ankündigung eines Produkts. In der Tat. Gleich nach dem Berliner Flughafen. Und der Elbphilharmonie. Ja. Okay, Manuel, vielen Dank. Der Druck wird laut. Genau, hau rein. Alles klar. Ciao, ciao. Andreas und ich machen uns jetzt wieder zum Affen. Nee, wir machen uns ab zum Essen. Haben ein bisschen was gesehen. Andreas, war gestern mehr? Ja, ein bisschen, ja, aber das kommt noch, glaube ich. Ja. Meinst du, Ja, die Leute gestern- müssen erst aufwachen? Ja, und ich weiß auch nicht. Gestern war es auch kühler als heute. Vielleicht ist es deswegen. Ja, es ist halt Samstag und es ist Sommer. Ja. Aber unterm Strich ist natürlich oben die Custom Shop Abteilung auf jeden Fall ein Besuch wert. Das heißt, wenn ihr in der Nähe seid und seid vielleicht im Urlaub aufgrund von, ich lande halt hier in Frankfurt, plan's doch mal mit ein, gell? Und wie gesagt, wir machen uns jetzt ein schönes Essen Ja. und danach geht's für dich weiter und für mich heim. Danke.